Boah, nein. Oh nein, das kann ich echt nicht mehr anschauen. Heute möchte ich mit euch über ein wichtiges, aber auch sehr schlimmes Thema reden. Sharenting und Pädophilie auf Instagram. Viele Eltern und Erziehungsberechtigte denken, dass sich Menschen mit pädophilen Neigungen nur in geheimen Foren oder im Darknet austauschen. Aber das stimmt eben nicht. Es passiert auch auf Instagram. Ich bin in die Welt eingetaucht und habe mit Ermittlerinnen und Expertinnen geredet. Ich habe gelernt, dass viele Eltern und Erziehungsberechtigte das Problem nicht kennen. Ich habe auch gelernt, wie Menschen mit pädophilen Neigungen Inhalte auf Instagram konsumieren, wie ein Geschäft daraus gemacht wird und welche Rolle Instagram dabei spielt. Alles startet bei den Eltern und Erziehungsberechtigten. In der Schweiz teilen 54% aller Eltern und Erziehungsberechtigten Bilder von ihren Kindern im Netz teilen. Das Phänomen nennt man Sharenting. Stolz teilen sie Bilder vom ersten Schultag, von der Badeferien am Strand oder von einer einstudierten Tanzeinlage am Geburtstag. Eltern und Erziehungsberechtigte freuen sich über Likes und Kommentare, aber gleichzeitig setzen sie ihr Kind am Risiko aus, dass eben das Bild missbraucht wird. Bei meiner Recherche finde ich heraus, dass Pädokriminalität im Netz zunimmt. Das Bundesamt für Polizei hat im Jahr 2021 allein aus den USA 7'176 Verdachtmeldungen für die Schweiz bekommen. 2024 waren es dann schon 14'420. Das ist eine Verdopplung. Ob Social Media und Instagram bei diesen Meldungen eine Rolle spielen, frage ich Fanny de Tribole. Sie leitet die Präventionsstelle Pädosexualität an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich. Instagram spielt auch eine Rolle. Und zwar bietet Instagram die Möglichkeit, legale Bilder anzuschauen von Kindern. Bilder, die von den Eltern aufgeladen worden sind. Und auch dort sind Menschen unterwegs und schauen sich die Bilder an, auch Menschen mit einer pädophilen Neigung. Auch wichtig ist auf Instagram der Algorithmus, weil wir haben immer wieder gehört von Patientinnen und Patienten, dass wenn sie mal anfangen, ein Kinderbild zu schauen, dann bekommen sie auch immer mehr Bilder vorgeschlagen und die werden auch immer jünger, die Kinder, und expliziter. Also es gibt dort irgendeinen Algorithmus, der auch noch mitwirkt, der den Konsum unterstützt. Dass man über Instagram so schnell auf solche Profile kommt, finde ich erschreckend. In Absprache mit der Fanny de Tribole wollen wir in diesem Video aufzeigen, wie schnell es geht, ohne eine Anleitung zu geben. Ich gebe jetzt da mal etwas ein, zum Beispiel «Sexy Kids». Okay, das hat jetzt Instagram zum Beispiel blockiert, das geht nicht. Vielleicht etwas Harmloseres. Wow. Die Menge ist jetzt schon völlig absurd. Ich meine, das war mein zweites Keyword und ich habe jetzt schon Tausende von Videos und Fotos von Kindern entdeckt. Die Vorstellung, dass eine Person mit pädosexuellen Neigungen so einfach an das herankommt, macht mir Angst. Über meine ersten Resultate rede ich mit der Regula Bernhard-Hug. Sie ist Leiterin von Kinderschutz Schweiz und hat die anonyme Meldestelle Click and Stop eingerichtet. Dort kann man Webseiten mit pädokriminellen Inhalten anonym melden und wird zum Thema beraten. Das ist eben das Phänomen, das jetzt passiert ist, dass Pädokriminelle nicht mehr sich nur im Darknet mehr aufhalten, sondern eben ins Clearnet über sind, auch auf Social Media, und ihre Fantasien dort ausleben. Jetzt ist ganz wichtig, dass wir eben reagieren. Weil es ist effektiv so, dass für das Kind das Zeug, das im Netz bleibt, das bleibt. Und auch wenn das Kind älter wird und die Kommentare kann nachlesen kann, es ist immer eine Grenzverletzung. Keine Mutter und kein Vater will das eigentlich von ihrem Kind. Und es ist höchst unangenehm. Zurück zu unserem Fake-Profil. Schon nach 3 Tagen hat sich meine For You-Page extrem verändert. Waren es scheinbar harmlose Familienfotos. Jetzt ist es aber deutlicher geworden. Es sind viele Bilder und Videos von leicht bekleideten Kindern und Jugendlichen, die sich selber die Heime fotografieren.
Durch die Kommentare finde ich Profile, die auf externe Seiten verlinken, also weg von Instagram und dort wahrscheinlich illegales Material zum Verkauf anbieten. All die Seiten und Kommentare melden ich bei Instagram melden. Ich will wissen, wie man das Problem in den Griff bekommt. Über das rede ich mit dem Serdar Rüce. Er ist der höchste Cyberermittler der Schweiz und koordiniert die Bekämpfung von Internetkriminalität. Ich glaube, der Einstieg passiert schon auch über Social Media. Es gibt ja in all diesen Profilen ja Möglichkeiten, wo man etwas verlinken kann. Und all das durchklicken, das ist nicht verboten. Aber sobald man dann das pornografische Inhalt zum Konsum bekommt, ab dann wird es dann verboten. Wir ermitteln, wer das ist, wer das aufgestellt hat, wer das teilt, wer das möchte teilt haben. Und wenn sie dann anonymisiert sind, sind dann unsere Ermittlerinnen und Ermittler gefragt, die in diesem Bereich sehr spezialisiert unterwegs sind, um die anonymisiert sind, eben aus der Anonymität rauszuziehen. Ich finde es mega krass, dass die Polizei gegen die meisten Bilder auf Instagram nichts machen kann, weil sie eben legal sind. Obwohl es mich mega belastet und ich teilweise nicht mehr schlafen kann und es mich einfach nur noch zum Brüllen bringt, gehe ich jetzt noch ein letztes Mal rein, um meine Recherche zu beenden. Mir werden mittlerweile weniger Bilder von Kindern angezeigt, dafür mehr von Jugendlichen, die sich auf sexualisierte Art und Weise darstellen. Über den Link im Profil werden dann noch freizügigere Inhalte angeboten. 5 von 14 gemeldeten Profilen sind mittlerweile gelöscht worden. Die restlichen verstoßen laut Meta nicht gegen die Richtlinien. Dort lege ich jetzt überall nochmal Rekurs ein. Aber wie genau können wir Kinder schützen? Der Michael Inalbon ist Jugendmedienschutzbeauftragter der Swisscom. Er vertritt eine klare Haltung zum Thema Sharenting und organisiert im November einen Elternabend zu diesem Thema. Ja, es ist krass, wie schnell das geht und wie schnell das Ganze so eine gewisse Tendenz bekommt. Und die Eltern sind sich zum Teil gar nicht bewusst, wie gross die Gefahr ist. Darum müssen wir unbedingt darüber reden und man muss auch mit den Kindern über ihre Selbstdarstellung im Netz reden. Was ratet jetzt ihr von der Swisscom Eltern- und Erziehungsberechtigten in Bezug auf Social-Media-Nutzung und vor allem dem Posten von Kindern? Das Beste wäre natürlich, dass man überhaupt kein Foto posten von seinen Kindern. Aber seien wir ehrlich, das ist nicht sehr realistisch. Wenn man sich vielleicht an die 3 Tipps halten kann, kann man das Risiko extrem minimieren. Erstens schauen wir, dass man das Gesicht des Kindes nicht erkennt. Das Kind immer nur von hinten aufnehmen, mit einem Sticker verdecken oder angeschnitten zeigen. Solche Sachen. Zweitens unbedingt die Reichweite der eigenen Posts einschränken, weil es muss definitiv nicht die ganze Welt jedes Foto sehen. Und das Dritte ist, man kann sich auch überlegen, dass nicht jeder Inhalt für das Kind sehr, sehr angenehm ist, wenn es dann zum Beispiel 10, 12 Jahre später wieder auf diesen Inhalt trifft. Und jetzt, was nehme ich aus dem Ganzen eigentlich mit? Ich finde es echt krass, was wir zum Teil für Zeug gefunden haben. Ich meine, hinter jeder Zahl, hinter jedem Bild, sei es ein normales Bild oder auch ein stark sexualisiertes, steckt schlussendlich ein Kind. Darum, wenn es geht, teile keine Bilder und Videos von deinem Kind. Red mit deinem Kind darüber, wie sich selber schützen kann und besprich das Thema mit Freundinnen und Bekannten. Wenn du mehr darüber wissen willst, dann komm am 19. November am 8. Uhr zum Elternabend von der Swisscom zum Thema Sharenting. Entweder live auf YouTube oder auf BlueZoom.